Jeder Mensch hat Fragen. Manche sind leicht zu beantworten, Wie groß bin ich? manche nicht so leicht. Darf ich nach Hause gehen? Warum liebst du mich? Manche Antworten findet man auf Wikipedia, Wie tief ist das Meer? aber für viele Fragen braucht man Experten vom Fach. Warum sieht ein Buchstabe aus, so wie er aussieht? Das ist schon mal interessant. Oder warum, keine Ahnung, heißt der Boden Boden und nicht Himmel? Wir haben in Bonn viele neugierige Menschen mit interessanten Fragen getroffen. Diese Fragen wollen wir gemeinsam mit Bonner Wissenschaftlern beantworten. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Fragt die Bonner Forscher. Unsere erste Frage ist ein echter Dauerbrenner unter den Bonnern. Da die mit Henne und Ei. And what was first, the egg or the chicken? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Eine Frage von fast schon existenzieller Bedeutung, die man aber eigentlich recht einfach beantworten kann. Eigentlich. Wir haben Karl-Heinz Südekum, Professor für Tierernährung zwischen Heu und Ziegen, zu Hennen und Eiern befragt. Ich glaube, es gibt keine ganz ernste Antwort, denn wenn wir nur uns Hühner anschauen, dann sehen wir, dass das Küken aus dem Ei schlüpft, irgendwann, wenn es ein weibliches Tier ist, zu einer Henne wird, die dann wieder Eier legt. Und wenn wir uns in dem Kreis bewegen, dann werden wir diese Frage nicht beantworten können. Wenn wir aber in der Zeitgeschichte, in der Erdgeschichte zurückgehen, dann kommen wir einer zumindest verständlichen Antwort schon näher. Und die ist dann wirklich eindeutig. Das Ei war zuerst. Warum? Es gab schon Eier, es gab eierlegende Tiere lange bevor es Vögel gab und damit noch viel länger bevor es auch die Hühner gab. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. 1:0 für das Ei. Aber wenn die Hennen nicht damit angefangen haben, wer dann? Schon die Dinosaurier haben vor vielen Millionen Jahren Eier gelegt, aber selbst die Urzeitechsen waren nicht die ersten Tiere, die Eier legten. Das Problem bei dieser Frage ist die Evolution und ihr langsames Wirken. Veränderungen innerhalb einer Spezies oder darüber hinaus dauern so lange und sind so fein, dass es eigentlich nie einen eindeutigen Zeitpunkt für etwas Erstes gibt. Egal ob erstes Ei, erster Mensch oder erste Ziege. In unserer zweiten Frage geht es um Zahlendreher. Why should I say 21 instead of like English saying 21? Yeah, I know that's how the German language works, and I have to say it just like that without questioning it, but it feels strange to me. Warum stellen wir in Deutschland eigentlich die Einer vor die Zehnerstellen? In vielen anderen Sprachen ist die Reihenfolge klar und logisch. Je größer, desto weiter vorne. Wir haben Professorin Ina Prinz im Arithmeum besucht. Sie hat versucht herauszufinden, warum es im deutschsprachigen Raum andersrum läuft. Es gibt Forscher, die sich da länger mit beschäftigt haben, wie zum Beispiel der Herr Menninger. Der hat als Mathematikhistoriker über Zahl, Wort und Ziffer ein dickes Buch geschrieben, wo er dann erklärt, dass man alle Kulturen eigentlich mit den Einern angefangen haben zu zählen und erst so nach der 3 man überhaupt eine Vorstellung von Zahlwörtern bekam. Und das heißt, man hat zuerst die Einer gezählt und alles, was über 10 war, war schon unendlich viel und das brauchte man eigentlich gar nicht. Und deswegen soll man wohl zuerst die Einer genannt haben und dann die Zehner. Es gibt andere Quellen, wo man sagt, dass dem indogermanischen Sprachraum entlehnt, wo man die Zahlen noch andersrum wohl geschrieben hat. Aber das ist über 4000 Jahre her und man kann es leider, weil es keine schriftlichen Überlieferungen gibt, es nicht mehr belegen. Es lässt sich nach heutigem Stand also nicht genau klären, woher die deutsche Eigenart beim Zählen kommt. Bei ihrer Recherche ist Professorin Prinz allerdings auf andere Kuriositäten gestoßen, bei denen die deutsche Zählweise geradezu logisch erscheint. Also, hier gibt es unterschiedliche Beispiele von Sprech- und Schreibweisen von Zahlen. Und da sieht man, dass zum Beispiel die 18 in völlig unterschiedlichen Formen dargestellt werden kann. Zum Beispiel als 3x6 im Bretonischen oder im Walisischen sagt man sogar noch 2x9. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungen in den unterschiedlichen Kulturen. Übrigens, falls ihr die deutsche Zählweise mit den kleinen vor den großen Stellen so gar nicht mögt, es gibt eine Lösung. Auch die Norweger haben früher wie wir gezählt. 1951 gab es dann eine Abstimmung im Parlament und seitdem zählt man dort eben andersrum. Zeit für eine Petition an den Bundestag. Vielleicht könnte das ja auch bei uns klappen. 2004 und 80,7 hört sich doch eigentlich ganz interessant an, oder? Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr euch das vorstellen könnt.
Das war die erste Folge von Fragt die Bonner Forscher. Wenn auch ihr eine Frage habt, die ihr Bonner Wissenschaftlern stellen möchtet, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Abonniert einfach Uni Bonn TV, dann bekommt ihr sofort eine Info, wenn die nächste Folge online ist. Bis dahin neugierig bleiben.